Wie ich noch einmal wiederhole, fühle ich mich nicht verpflichtet, Sie zu überzeugen, sondern mich selbst. Was ich selbst tue, das müssen auch Sie für sich tun, dass Sie nicht erst an Ihren Nächsten glauben und das Vertrauen zu ihm haben. Im Gegenteil, Sie müssen an sich selbst zu arbeiten wissen, indem Sie das Selbstvertrauen und den Glauben an sich selbst erstmal erlangen. Und dass Sie selbst verpflichtet sind, sich von all dem zu überzeugen, was um und auch in Sie ist. Und so werden Sie nach und nach zu dieser Erkenntnis kommen, dass auch Sie ein Geschöpf Gottes sind. Und Sie werden es einfach mit einem Wort abtun und werden sagen, ich bin auch göttlich. In mir, in meinem Körper ist Leben. Um meinen Körper ist Leben. Heute weiß ich, was dieses eine Wort Leben mir sagt. Leben ist Gott. Der eine, der hat mehr, der andere hat weniger. Wer natürlich weniger Leben in sich, weniger Leben um sich und wenig Leben in seinem Körper hat, das heißt, dass er die Lebensenergie nicht mehr besitzt, so müsste es ihm klar sein, dass er selbst es ist, der alles dazu beizutragen hat, neues Leben, neue Kraftenergien aufzunehmen, sodass er dadurch in der Lage ist, wirklich über seinen Körper zu bestimmen, dass jedes Glied, jedes Organ voller Energien ist, sodass dieses da dann in Tätigkeit gesetzt werden kann, ganz demnach wie der Mensch diesen seinen eigenen Körper zu schalten weiß. Wenn in einem technischen Wunder irgendwie wo eine kleine und auch die kleinste Störung vorhanden ist, sodass die Energien da nicht durchgeleitet werden können, so wird dieses Gerät, das technische Wunder, niemals in Funktion treten. Natürlich ist es nicht anders in Ihrem Körper. Wenn die Energien nicht so weit ausreichend sind, dass alle Organe geladen, alle Organe so viel Energien aufweisen, dass es existieren, dass dieses Organ dem weiteren Organ dahingehend unterstützt und so eines mit dem anderen, alles in allem gesehen, so weit und gut zusammenarbeitet, dass in diesem Körper dann auch die vollständige Ordnung herrscht.